du willst eine bessere Futterqualität und gleichzeitig Zeit bei der Grünlandpflege sparen, dann ist der Grünlandstriegel GS600 M1 von APV genau die richtige Maschine für dich. Flexibel, komfortabel und effizient. Ich zeige dir, wie du als Landwirt am besten von den vielen Vorteilen des Grünlandstriegels profitieren kannst und wie die Maschine optimal zum Einstellen ist. Ganz vorne voran haben wir unser gefedertes Einebnungsblech. Damit werden Maulwurfshügel und grobe Bodenunebenheiten angepasst. Die generelle Arbeitstiefe kann ich dann komfortabel mittels Steckbolzensystem am Tastrad anpassen. Unsere ersten beiden Striegelreihen sind starke Striegelzinken, wahlweise in 10 und 12 mm. Nach den starken Zinken haben wir dann unsere Prallblechreihe, wo dann das Saatgut über unser isobusfähiges pneumatisches Sägerät dosiert wird. Ganz am Schluss sitzen unsere 8 mm Zinken, die was das Saatgut dann feinkrümelig einebnen. Die Einebnungsschiene ist perfekt eingestellt, wenn es ca. 3 bis 4 cm über den Boden geführt wird. In der Praxis kann man einfach sagen, wenn man 2 Finger schön runterbringt, ist sie ideal eingestellt. Einstellen tut man das Ganze, indem man einfach Klopfspund löst und den Bolzen rauszieht auf beide Seiten und dann kann man es in der Höhe verstellen. Mit der Höheneinstellung der Tasträder verstellen wir dann insgesamt unsere Arbeitstiefe. Dazu entferne ich ganz einfach den Bolzen und stellen wir dann das Tastrad in der gewünschten Arbeitstiefe ein. Da haben wir jetzt die starken Zinken. In unserer Variante sind die mit 10 mm ausgeführt. Die Aufgabe der starken Zinken ist, die Verfilzungen aus dem Grünland auszureißen bzw. den Boden gut zu durchlüften. Wir haben diese starken Zinken auch in einer 12 mm Ausführung. Welche Zinken dann für deinen Betrieb die richtige Wahl sind, hängt natürlich immer von dem Grünland ab. Also, dann schauen wir uns nur mal die Einstellung für die starken Zinken an. Im Normalfall bei einem mittleren Bestand oder einem durchschnittlichen Bestand sollte man es auf 90 bis ein bisschen über 90, das ein bisschen auf Griffstängen einstellen. Hat man natürlich mehr Verpfützungen im Boden oder ist trockener, kann man natürlich die Kraft des Striegels, des Zinkens noch mitnutzen und den ein bisschen aggressiver einstellen. In unserem Fall, die Fläche wurde letztes Jahr mit Grünlandkombi angesät, das heißt wir haben jetzt da wenig Verpfützungen und stellen es jetzt quasi eher auf die mittlere Einstellung von den 90, 91 Grad ein. Nach unseren starken Zinken haben wir unsere Prallblechereihe. Die Prallbleche sind auf die 6 Meter Arbeitsbreite so aufgeteilt, dass das Saatgut gleichmäßig verteilt. Also das Saatgut dosieren wir über unser bewährtes Sägerät. In der Ausführung haben wir da sogar ein stärkeres elektrisches Gebläse Plus. Ja, wie bedienen wir das Ganze? In unserem Fall über Isobus. Das heißt, man kann das dann direkt komfortabel am Isobus-Terminal steuern. Abschließend haben wir unsere beiden 8 mm Zinkenreihen. Deren Aufgabe ist es, Feinerde zu erzeugen, damit unser Saatgut super keimen kann. Die 8 mm Zinken können wir zusätzlich zu Arbeitstiefen noch variabel über ein Lochraster in der Aggressivität verstellen. Die Neigung von den hinteren Striegelzinken, von den 8 mm Zinken, kann ruhig ein wenig schleppend sein, also weniger als 90 Grad, dass einfach Verpfützungen, alles was ausgerissen wird, auch die Möglichkeit hat, durch die Maschine durchzugehen. Gut, wir haben unsere Maschine jetzt soweit eingestellt. Die Tasträder haben wir in die Höhe gestellt, dass wir ein bisschen aggressiver fahren mit dem Ganzen. Wie man sieht, ist unser Einebnungsblech genau die 3-4 cm über dem Boden, sodass es nicht streift. Die roten Zinken sind im ca. 90 bis 91 Grad Winkel, dass wir da schön aufreißen können. Und die 8 mm Zinken sind jetzt leicht schleppend, sodass das ausgestriegelte Material einen Durchfluss hat. Und was uns jetzt noch fehlt, ist die Abtragprobe. So, wie führen wir jetzt unsere Abtragprobe durch? Alles, was wir dafür benötigen, haben wir eigentlich schon direkt am Steuer drauf. Und zwar nehmen wir da unseren mitgelieferten Steckbolzen,
Mit dem lösen wir jetzt die zwei Muttern. Dann nehmen wir quasi unsere Abtreibrutsche, drehen es einmal rum und führen es wieder ein. Im Lieferumfang enthalten eine Zubehörrolle. Finden wir dann unsere Abdrehwaage, eine zusätzliche Seewelle und unseren Abdrehsack. Den Abdrehsack hängen wir uns jetzt quasi unter die Abdrehrutsche. Jetzt ist noch wichtig, dass wir kontrollieren, ob wir für unsere Anwendung die richtige Seewellen verbaut haben. Wir stranden jetzt heute eine Dauerweidemischung für Pferde mit 10 Kilogramm am Hektar an. Dafür ist die feine Seewelle, so wie wir es einbaut haben, perfekt. Würde man jetzt einen Neuansaat machen und zum Beispiel 40-50 Kilogramm pro Hektar Saatgut verwenden, dann wäre die grobe Seewelle idealer. Und dann können wir schon mit der Abtreibprobe starten. So, jetzt haben wir die Abtreibprobe durchgeführt und jetzt wägen wir an auf unseren eingestellten Wert, was wir haben. So, wir haben die Abtreibprobe jetzt erfolgreich durchgeführt. Unser abgedrehter Wert passt mit dem Wert im Steuermodul zusammen und jetzt können wir das Ganze wieder zurückbauen. Das heißt, wir nehmen die Abdrehrutsche wieder ab und montieren es wieder am Streuer. So, wir haben den Grünerstrigel jetzt perfekt eingestellt. Abdrehprobe haben wir erfolgreich durchgeführt. Das heißt, jetzt können wir losstarten. Wenn du aber noch weitere andere Fragen zu unserem Gründungsstrigel hast, beziehungsweise Fragen zu unseren anderen Gründungssystemen, kannst du dich gerne jederzeit bei uns telefonisch per Mail melden oder du schaust auf unserer Website apv.at.